Sag mal, Lena, was sind das denn für Ordner? Was die Ordner sollen? Da steht vor und nach Theo. Was heißt das? Das war noch vor deiner Zeit. Vor meiner Zeit. Quasi die Steinzeit. Haha, also ein verborgenes Kapitel. Wollen wir mal zusammen reinschauen? Jawohl, das wird lustig. Ja, los. Vor Theo, ist das die dunkle Ära? So ganz ohne Glanz und Kommentare. Ja, stell dir vor, ich musste ohne dich auskommen. Das ist ja unvorstellbar. Nee, Spaß. Also das hier, was ihr jetzt gleich sehen werdet, kurzer Disclaimer, das sind wirklich nur Archivaufnahmen. Ich wollte halt einfach dieses Material, was ich halt auch jetzt dann über diese 2 Monate noch gefilmt hatte, einfach nicht sozusagen verkommen lassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt sozusagen in so einem Videoformat hier. Klingt spannend. Lass uns das Archiv mal begutachten. Wow, ganze 2 Ordner. Welchen öffnen wir zuerst? Das waren meine ersten 2 Monate in Spanien. In Benicallo war ja mein Start ein bisschen chaotisch. Was heißt chaotisch? Ich habe halt einfach nicht viel gefilmt. Oder halt ohne Struktur. Und in Aguilas habe ich es dann halt probiert, aber fast gar nichts aufgenommen. Ich weiß auch nicht, was an dem Monat war. Komm, wir starten mit Benicallo. Intro? Na, endlich geht die große Lena-Show los. Naja, eher meine ersten Gehversuche mit der Kamera. Das ist ja wirklich, vor der Kamera sprechen. Oh je, aber seht selbst. Dann setz ich schon mal Popcorn auf. So, hallo again. Ich bin finally angekommen in Benicallo. Ich wollte eigentlich noch mal kurz auch auf der Fahrt noch ein bisschen was filmen, aber ich muss da echt noch reinkommen. Und jetzt gibt es halt von mir jetzt ein Lebenszeichen und naja, offensichtlich geht's mir gut. Ich weiß nicht, ob die Soundqualität jetzt so prall ist, weil, sorry, ich bin am Strand. Einen Moment. Und ja, ich bin gestern in Benicallo angekommen. Ich weiß, ich habe es, glaube ich, vorher schon erzählt. Theo und ich grätschen manchmal hier vielleicht mal auch ab und zu rein, nur um ein bisschen Kontext zu schaffen. Ich habe davor mehrere Intros gefilmt. Und das war das Beste. Also ihr wisst schon, wonach es hinausläuft. Ich habe die Tour jetzt, das sind circa 1800 Kilometer bin ich gefahren. Und klar, da denken wahrscheinlich viele, ja, den kannst du irgendwie in 1 oder 2 Tagen durchrocken. Aber ich dachte mir so, nö, warum? Ich habe Zeit, ich kann mir ein bisschen Zeit lassen. Deswegen habe ich es in 3 Tagen gemacht sozusagen. Ersten Tag 800 Kilometer nach Clermont, so Mitte Frankreich. Dann nochmal, gestern war ich bei einer Freundin, die habe ich in Japan kennengelernt. Und da durfte ich dann auch nochmal übernachten, fand ich mega cool und bin dann halt nochmal 3 Stunden gestern ganz entspannt von Berga nach Benicallo gefahren. Hab dann gestern noch alles ausgeladen. Ich wollte eigentlich auch noch mal ein bisschen filmen, von wegen Ausladen und so, aber ich muss echt noch in den Flow kommen, was ich für wichtig achte, irgendwie für das Vlog oder was ihr auch irgendwie sehen wollt, keine Ahnung. Ich werde gleich euch mal eine kleine Roomtour geben. Die ist sehr klein. Die erste Wohnung, das erste Airbnb ist sehr klein. Ich bleibe immer bei den Airbnbs so für 1 Monat. Und das finde ich für mich persönlich eine ziemlich geile Zeit, so ein Zeitrahmen, weil ich halt irgendwie dann doch ankommen kann und es ist halt nicht so lange, dass es mir irgendwie langweilig wird, aber es ist auch nicht so kurz, dass ich halt denke, oh scheiße, jetzt packe ich den ganzen Kram aus, wofür? Ich kann das auch wieder gleich direkt einpacken. Also ist für mich eigentlich ganz, ganz entspannt. Und ja, ich bleibe jetzt noch ein bisschen was am Strand, wahrscheinlich hinter mir ist noch so ein kleines Café, vielleicht trinke ich da noch einen Kaffee und dann seht ihr mich gleich wieder in der Wohnung und dann gibt es eine kleine Roomtour. Gut, das haben wir abgehakt. Zeig mir jetzt mal den Ordner Fahren. Theo, was los? Keine sarkastische Bemerkung? Nee, jeder beginnt ja mal und ich bin ja ab jetzt dabei. Also kann da nix mehr schiefgehen. So nett heute. Ungewohnt. Alles klar, dann gehen wir mal ins Fahren rein. Hier nochmal die gesamte Route ein bisschen visuell dargestellt. 2 Stops, einmal in Clermont-Ferrand und einmal in Berga. Und dann halt Benicallo. Insgesamt 1775 Kilometer. Hier mal zumindest die Kostenausstellung für die Anfahrt. Benzin waren 144,72 €. Maut hatte ich, glaube ich, ja genau hier ab knapp 80 €. Und dann hatte ich noch eine Hotelübernachtung im Ibis, waren 62,40 €. Die eine Nacht bei meiner Freundin, die war halt umsonst. Und hier nochmal kurzer Ausblick vom Fahren am Meer. War schon schön. Da konnte man doch von ein wenig Struktur sprechen. Ja gut, das war jetzt auch nicht viel Aufwand. Okay, jetzt bin ich gespannt auf die Roomtour. Zeig her. So.
Ich habe es dann doch nicht geschafft, noch irgendwie mal im aufgeräumten Zustand meine kleine Wohnung zu zeigen. Mach ich denn jetzt, wenn ich ausziehe? Yay. Haha, eine Roomtour bei Abreise? Auch mal was Neues. Oh Mann, ja, wie gesagt, ich hatte wirklich gar keinen Plan und gar keine Struktur. Genau, hier Bett. Hier ist halt direkt Badezimmer, klein, aber wie gesagt, alles da, Dusche, WC. Ablagemöglichkeiten, hier so eine kleine Mini-Garderobe. Sofa, Tisch, Fernseher, eine Fritteuse, aber I don't know, ich habe halt keinen Adapter für den Stecker gehabt, aber naja. Mikrowelle, wie gesagt, Induktion, Kühlschrank. Hier ist halt auch alles drin gewesen. Ich blende euch mal ein, wie es dann halt vorher aussah sonst. Hier habe ich gearbeitet. Fahrrad kommt jetzt gleich noch auf den Fahrradträger. Fahre jetzt erstmal noch 4,5 Stunden gleich. Und ja, das war meine kleine Bude. Habe keinen Balkon gehabt, aber konnte es dann hier oben auch machen. Aussicht. Und ja, das war jetzt für den letzten Monat meine Bude. Und jetzt geht's nach Aguilar, wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen. 4,5 Stunden Autofahren. Also ich habe mir das tatsächlich schlimmer vorgestellt. War doch ganz passabel. Danke, danke. Dann lass doch mal direkt weitergehen in den Valencia-Trip und da ist auch vielleicht eine kleine Überraschung dabei. So, guten Morgen. Ich laufe gerade hier durch die Straßen von Benicaló auf dem Weg zum Bahnhof, weil ich für 2 Tage nach Valencia fahre. Dieses Wochenende wollte ich nach Valencia, nächstes Wochenende wollte ich nach Barcelona und dann bin ich ja noch ein Wochenende hier und dann gucke ich, dass ich hier an die Küste fahre mit dem Fahrrad oder halt auch eine Wanderung mache. Dann nehme ich euch auch mit. Wir haben jetzt, glaube ich, 20 vor 8. Wird schon langsam hell, ist ganz cool. Ich fahre jetzt mit der Regiobahn. Kostet auch nur 12 Euro. Also Deutsche Bahn, schaut es mal ein bisschen ab. Für die 2,5 Stunden Fahrt. Aber das Gute ist, ich kann halt ein bisschen arbeiten. Ein bisschen mit dem iPad und so im Zug. Das ist eigentlich mal ganz entspannt. Und ja, also nehme ich euch mal mit nach Valencia. Viel Spaß. Dann zeige ich euch mal meine Aufnahmen von Valencia. Ich habe für die Zugfahrt, wie gesagt, 12,50 Euro eine Fahrt bezahlt. Super fair. Und die Aufnahmen sind jetzt mit Originalton, einfach damit ihr den Vibe so ein bisschen spüren könnt. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch richtig Spanisch gegessen mit einer italienischen Pesto Lasagne. Habe aber auch noch ein paar andere Snacks gegessen, aber auch nichts Spanisches. Tatsächlich bin ich auch noch ein bisschen verloren, was so Städtetrips Film angeht. Auch jetzt noch, obwohl ich schon viele abgefilmt habe. Es wäre für mich mal interessant zu wissen, was ihr euch so vorstellt unter so einem Städtetrip. Weil wenn ich zum Beispiel essen gehe, tatsächlich, wenn ich die Städtetrips vor einem Tagestrip mache, ich meistens nur wirklich einen Brunch. Also ich suche mir ein schönes Café raus, das kann ich euch zeigen. Ich gehe aber tatsächlich nicht richtig essen. Das habe ich aber noch nie gemacht. Und ich glaube, da gibt es auch schon genug. Nur, wie möchtet ihr es halt gerne sehen? Möchtet ihr zum Beispiel so, wie ich das jetzt gemacht habe? Einfach so ein paar Augenblicke, ein bisschen Momentaufnahme. Ich kann ja noch reinschreiben, was das für Sehenswürdigkeiten waren. Das mache ich dann bei den nächsten. Aber ansonsten einfach mal schreiben in den Kommentaren, was ihr euch so vorstellt. Und ja, das war die Überraschung, dass ich mich sehr spontan tätowieren lassen habe. Ich bin sehr spontan. Ich glaube, wir beide müssen auch noch mal nach Valencia. Sieht super aus. Klar, können wir gerne machen. Dann machen wir jetzt noch mal den sonstigen Ordner. Ich glaube, hier ist der Name Programm. Hier wollte ich halt einfach mal meinen Alltag so filmen, also einkaufen, Wäsche waschen. Hier bin ich zum Beispiel mit dem Fahrrad gefahren. Das war einfach so eine wunderschöne Stelle. Also keine Sorge, das war eine Einbuchtung, da habe ich jetzt keinen blockiert. Hier auch nochmal ein bisschen. Das war wirklich direkt, dieser ganze Fahrradweg war direkt am Meer.
Hier, das war auch ein Nachbarort von Benicarlo. Also wunderschön. Kann ich nicht anders sagen. Und das im Februar. Ihr müsst ihr überlegen, ich war ja im Februar dort. Das war der Strand jetzt von Benicarlo. Ist jetzt nicht so der schönste, aber ich sag mal so, Meer ist Meer und Sonnenuntergang und so, das passt schon. Die nächste Sequenz, also das hier war der Wanderweg. Und ich glaube, es waren 15 Minuten, bin ich mit dem Auto gefahren, konnte da auch relativ gut parken und die Runde, ich blende die euch auch gleich mal da oben ein. Oh, wunderschön. Direkt mit Meerblick. Die Wanderung war auch ähnlich so, also war nur so Schotterpiste, Waldweg, Waldautobahn. Hier noch ein paar Fotos. Wunderschön. Ja, das war wirklich einfach nur Sonstiges. Jetzt bin ich noch mehr gespannt auf den nächsten Ordner. Genau, das war jetzt mein Archivmaterial zu Benicarlo. Dann lass mal zu Aguilas gehen. Hö, nur 2 Ordner, da hast du wirklich nicht viel gefilmt, was? Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ja, hier habe ich echt nicht viel gefilmt, aber dann sind wir schneller durch, ist doch auch gut. Hier nochmal die Strecke visualisiert von Benicarlo nach Aguilas. Sprit 35 Euro, Maut entspannte 2,35 Euro. Da kann man echt nicht meckern. So, das hier ist Zimmer Nummer 1. Ist eher meine Abstellkammer, weil da halt, wie gesagt, mein Fahrrad und so steht. Und hier noch so Zeug, was ich halt sonst nicht so brauche. Flur. Ich bin jetzt auf dem Sprung, weil ich heute noch ein bisschen rausgehen will. Flur. Hier ist noch ein zweites Schlafzimmer für Besuch. Wer Zeit hat, kann kommen. Badezimmer auch easy. Ein bisschen im 60-Look, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Alles, was ich habe, Toilette, Dusche, ganz viel Abstellfläche. Hier kommen wir zum Master Bedroom. Das ist mein Schlafzimmer. Halt einfach, ich habe auch schon alles aussortiert. Das ist schon eigentlich ganz nice, weil endlich habe ich mal einen Kleiderschrank, das habe ich beim letzten Jahr nicht gehabt. Ja, da konnte ich halt wenigstens mal alles reinräumen. So, dann kommen wir in die Küche. Ist richtig geil. Gas, auch Gasofen. Ich habe wenigstens einen Ofen, das ist schon mal richtig geil. Habe aber noch nie mit dem Gasofen gearbeitet. Schauen wir mal, ich wollte auf jeden Fall dann nächste Woche mal was backen. Werde ich dann auch mal filmen. Halt auch alles, was ich brauche, schon so, weißt du. Geil ist halt auch, habe ich noch ein bisschen Wäsche gehabt, Waschmaschine, richtig easy. Ja, wie gesagt, alles, was ich brauche, richtig geil. Jetzt kommen wir zum Highlight dieser Wohnung und das ist halt einfach das Wohnzimmer. Hier habe ich schon mal meinen Arbeitsbereich aufgebaut. Klar, ist jetzt nicht das Optimalste, aber ganz ehrlich, ich brauche eh nicht so viel und das ist für mich auch komplett in Ordnung. Dann hier Sofa, Fenster sage ich schon, Fernseher. Und jetzt kommen wir zur Aussicht. Ich habe einen Balkon. Und zieht euch bitte diese Aussicht rein, Alter. So nice einfach. Wir haben auch einfach 20 Grad. Ja, das ist jetzt meine Bude. Und dann sehen wir uns mal. Spätestens nächste Woche oder was. Zum nächsten Vlog dann. Dann, haut rein. Ciao. Es wird immer besser. Dann kommt jetzt wieder der sonstige Ordner zum Einsatz. In dem Ort habe ich tatsächlich wirklich fast gar nichts gefilmt. Also vor allem auch nichts irgendwie 16:9. Aber wenn, dann habe ich halt sehr viel mehr gefilmt, weil es auch einfach wirklich sehr, sehr schön war da. Also ich war ja im März da, März, April. Tolles Wetter. Auch, also wirklich wunderschön die Gegend. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Das hier zum Beispiel sind auch nur ganz kurze Ausblicke aus den Städten Calpe, Denia und Altea. Ich habe da wirklich nicht so viel gefilmt. Und das ist zum Beispiel einfach, weil ich es einfach schön fand. Das war Ausblick von dem Hotel, wo wir waren, in Altea. Also war schon auch wunderschöne Städte. Und ja, das hier war zum Beispiel eine kurze Wanderung, die ich gemacht habe. Die hat, glaube ich, insgesamt waren es irgendwie 7 Kilometer. Der Einstieg von dem, was ihr gerade gesehen habt, waren dann irgendwie 3 Kilometer von meiner Bude entfernt. Und dann der Weg an sich war jetzt auch nicht so, ich glaube auch 2 Kilometer, aber ihr seht gleich, wie der so war. Also es ist schwindelfrei, Trittsicherheit auf jeden Fall gegeben. Ist auch ein bisschen der Einstieg, den hat man jetzt auch nicht so gefunden, aber schaut mal hier, das Meer und so. Ich habe halt auch hier wieder auch nur 1916 gefilmt. Ja, ich
habe mich ja jetzt schon gebessert, dass ich beides filme. Und jetzt seht ihr so war der Weg. Und es war wirklich, es war jetzt kein Weitwinkel oder so. Das ist wirklich so abgegangen. Wenn man es nicht richtig, wenn man nicht richtig getreten hat. Also es war schon auch hier diese Absätze und so. Aber das war auch wirklich, es hat sich wirklich gelohnt. Das hat er richtig Bock gemacht. Ja, und ich würde mal sagen, das war's jetzt von dem Vlog. Oder von dem Recap-Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche in Almuneca wieder. Haut rein. Ciao. So, das war's aus dem Ordner vor Theo. Ganz ehrlich, ohne mich war das ja nur halbes Programm. Zum Glück bin ich jetzt eingezogen. Wenn ihr mehr Chaos mit Lena und mir sehen wollt, abonnieren, liken, kommentieren. Ihr kennt das Spiel.